Hallo liebe Mitenthusiasten, heute tauchen wir tief in die Materie von Cannabis und dessen Wirkung auf unser Endokannabinoid-System. Von THC bis hin zu CBD, den CB1 und CB2-Rezeptoren, bis zu warum ihr immer CBD mit eurem THC mischen wollt. Wir klären euch heute auf. Doch bevor wir beginnen, bitte drückt den Like- und Subscribe-Button und um nichts zu verpassen, klickt auf die Benachrichtigungsglocke. Und bitte denkt auch daran, dass dieses Video nur für Lern- und Informationszwecke erstellt wurde und alle Informationen, die ihr hier seht, auch nur zu Lernzwecken anzuwenden sind. Cannabis, eine Pflanze, die seit Jahrhunderten sowohl als Medizin als auch als Rauschmittel verwendet wird. Aber was macht Cannabis eigentlich in unserem Körper? Wie wirken die Inhaltsstoffe? Heute werden wir uns das genauer ansehen, und zwar durch die Linse unseres Endokannabinoid-Systems. Das Endokannabinoid-System ist eines der komplexesten und faszinierendsten Systeme im menschlichen Körper. Es spielt eine Rolle bei der Regulierung zahlreicher physiologischer Funktionen, einschließlich Stimmung, Appetit, Schmerzempfinden und Immunantwort. Aber wie interagiert Cannabis mit diesem System? Cannabis enthält über 100 verschiedene Cannabinoide. Die beiden bekanntesten sind THC und CBD. THC oder Tetrahydrocannabinol ist der psychoaktive Wirkstoff, der für das High verantwortlich ist. CBD hingegen wirkt nicht psychoaktiv, hat aber eine Reihe von potenziell therapeutischen Effekten. Cannabinoide wie THC und CBD ähneln in ihrer chemischen Struktur bestimmten Verbindungen, die unser Körper selbst produziert, sogenannte Endokannabinoide. Diese Endokannabinoide sind Neurotransmitter, die an spezielle Rezeptoren binden. Und genau hier kommen die CB1 und CB2-Rezeptoren ins Spiel. Die CB1-Rezeptoren befinden sich vor allem im Gehirn und im zentralen Nervensystem. Sie kommen in großen Mengen im Hippocampus, dem Bereich des Gehirns, der für das Gedächtnis und das Lernen verantwortlich ist, sowie in Regionen, die mit Bewegung, Koordination und Schmerzwahrnehmung zusammenhängen, vor. Wenn THC an diese CB1-Rezeptoren bindet, kann es eine Reihe von Effekten auslösen, wie zum Beispiel eine veränderte Wahrnehmung, Euphorie, gesteigerter Appetit, aber manchmal auch Gedächtnisprobleme. Das erklärt auch, warum Cannabis einen so starken Einfluss auf das Bewusstsein hat. Die CB2-Rezeptoren hingegen befinden sich hauptsächlich im Immunsystem, insbesondere auf Immunzellen. Diese Rezeptoren spielen eine Schlüsselrolle bei der Regulierung von Entzündungen und Immunantworten. Hier wirkt CBD besonders effektiv. Interessanterweise scheint die Aktivierung von CB2-Rezeptoren nicht das gleiche High zu verursachen wie bei CB1-Rezeptoren. Stattdessen kann sie entzündungshemmende Effekte haben, was ein Grund ist, warum CBD und andere Cannabinoide für therapeutische Zwecke so vielversprechend sind. CB1 und CB2 arbeiten oft zusammen, um das Gleichgewicht im Körper zu regulieren, was als Homöostase bezeichnet wird. Dies bedeutet, dass Cannabis durch die Interaktion mit diesen Rezeptoren sowohl das zentrale Nervensystem als auch das Immunsystem beeinflussen kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cannabis durch seine Interaktion mit dem Endokannabinoid-System eine Vielzahl von Effekten hat, von der Linderung von Schmerzen über die Beeinflussung der Stimmung bis hin zu potenziell entzündungshemmenden Eigenschaften. Obwohl wir schon viel über CB1 und CB2-Rezeptoren wissen, gibt es immer noch viel zu erforschen, insbesondere in Bezug auf die medizinische Anwendung von Cannabis. Die Zukunft der Cannabisforschung sieht vielversprechend aus, und je mehr wir verstehen, desto besser können wir die medizinischen und therapeutischen Möglichkeiten nutzen. Das schließt unser Informationsvideo über Cannabis und das Endokannabinoid-System ab.
Wir hoffen, dass ihr dieses Video als hilfreich und informativ empfunden habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hittet doch bitte den Like- und Subscribe-Button und die Benachrichtigungsglocke, dass ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Euer Support hilft uns, weitere hilfreiche und informative Inhalte an alle Cannabis-Enthusiasten zu liefern. Wir freuen uns, von euch zu hören, also droppt euren Feedback in die Comments. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Cannabismann.